Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. In dem kommenden Video möchte ich euch heute mein neues Projekt nahelegen, welches ich ja schon am Montag bereits angekündigt habe und wie ihr es vielleicht schon im Titel gesehen habt. Es wird heißen Shakes and Fidget Purge, ein Spiel ohne Regeln. Ja, das ist der Titel von dem Ganzen und es wird ziemlich dreckig, es wird sehr, sehr unfair werden. Es wird ja, wahrscheinlich auch Drama geben, es wird einiges geben, es wird vor allem Content geben. Ja, darauf ist das Projekt hauptsächlich aus, aber es wird auch Gewinner geben, es wird Verlierer geben und ich werde euch mal das Ganze nahelegen, was dieses Projekt auf sich hat und was ich damit vorhabe. Im Prinzip beruht es darauf, auf dem Free-to-Play-Turnier, was ich damals aus dem Boden gestampft hatte. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere daran, dass ich früher mal ein Free-to-Play-Turnier veranstaltet habe und das leider vorzeitig abbrechen musste, weil ja, durch diese Regel, dass das Spiel oder das Turnier Free-to-Play ist, haben sich halt eben illegale Hilfsmittel mehr entfalten können. Das ist halt eben dadurch zustande gekommen, dass vor allen Dingen Free-to-Play-Spieler sehr viel Zeit investieren müssen. Die müssen alle 10 Minuten zum Beispiel einen Arena-Kampf machen oder eine Ehrenhalle, um das Sammelalbum so schnell wie möglich hochfarmen zu können. Ja, und dort sind halt eben diese illegalen Hilfsmittel sehr gewichtig geworden, weil ja, erstmal so ein Bot, sag ich mal, 24/7 immer Angriffe machen kann, alle 10 Minuten sich da irgendein Ziel raussuchen kann und dann gibt es auch noch bestimmte, sag ich mal, Crawler, die dir halt eben die perfekten Gegner anzeigen, die dir am meisten Sammelalbum-Einträge geben. Das heißt, man konnte in sehr kurzer Zeit mit diesen illegalen Hilfsmitteln sehr viel Sammelalbum-Füllstand füllen. Leider wird gegen diese Hilfsmittel nicht wirklich vorgegangen, beziehungsweise kann nicht vorgegangen werden, weil man das nicht so richtig nachvollziehen kann. Wir konnten es damals nachvollziehen mit SF-Tools und konnten halt eben auch unter anderem die Einlog-Zeiten nachweisen, plus dass halt eben in einer bestimmten Zeit von 2-3 Tagen es nicht möglich ist, ja, so und so viele Prozente am Sammelalbum Free-to-Play zu haben, ohne halt eben diese illegalen Hilfsmittel zu nutzen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, was ist, wenn du einfach mal alle Regeln beiseite lässt? Wenn du einfach mal den Leuten wirklich den Spielraum gibst, den sie auch zum ganz normalen Serverstart haben. Denn wir machen uns nichts vor, diese Hilfsmittel werden leider auch zu jedem Serverstart von, ja, nicht allen, aber von manchen Top-Spielern benutzt. Es spielen sehr viele leider heutzutage mit diesen illegalen Hilfsmitteln, was ich zutiefst verurteile. Wenn man auf das Spiel keinen Bock mehr hat oder keine Zeit mehr hat, dann soll man es sein lassen. Ja, aber nicht irgendwie noch mit diesen Drittanbieter-Sachen noch irgendwie seinen Account AFK weiterspielen lassen. Das finde ich komplett wack und ja, kann ich absolut nicht nachvollziehen, wer sowas macht. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ja, es gibt nun mal diese Sachen, man kann dagegen nicht vorgehen, man kann zwar ein bisschen tracken mit SF-Tools, zu 100% kannst du es halt aber den Leuten auch nicht nachweisen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, wir machen ganz normale Serverstart-Voraussetzungen und es wird natürlich, wie beim Free-to-Play-Turnier auch, wieder eine Gilde geben mit 49 Mitgliedern, inklusive mir als 50. Mann, der halt eben das Ganze dort auch beobachten wird, auf einem random Server, der noch nicht bekannt gegeben wird. Dieser Server wird erst am Freitag um 18 Uhr bekannt gegeben werden, denn dort werde ich anfangen zu livestreamen, diesen Freitag. Und ja, da werde ich dann halt erst den Server verraten und auch erst auf diesen Server joinen und eine Gilde erstellen. Denn ich wurde beim letzten Free-to-Play-Turnier tatsächlich auch getrackt, wo ich einen Dorzer-Account erstellt habe. Das kann man tatsächlich auch irgendwie nachweisen mit SF-Tools oder so. Und da haben sich Leute vorher auf den Server schon registriert. Es ist ganz wild. Deswegen machen wir das so. Also Freitag um 18 Uhr seid ihr hoffentlich bei mir hier im Livestream am Start. Denn es wird auch bei diesem Turnier wieder Gewinner geben.
Und zwar wird der erste Platz 100 € verdienen können, der zweite Platz bekommt 50 € und der dritte Platz bekommt 25 €. Es geht wieder danach, wer hat das höchste Level. Es wird am Freitag um 18 Uhr losgehen, es wird über das Wochenende gehen, Samstag, Sonntag und es wird der Montag mit eingeschlossen und am Montag enden wir wieder um 18 Uhr. Es geht Freitag 18 Uhr los und am Montag um 18 Uhr endet das Ganze. Und jetzt kommt halt eben der Twist an der Sache und deswegen heißt dieses Projekt halt eben auch Purge, ja, ein Spiel ohne Regeln, denn es ist in diesem Turnier wirklich alles erlaubt. Alles ist erlaubt, jeder kann joinen. Die 49 Schnellsten, die dort am Freitag in die Gilde kommen werden, haben die Chance, halt eben diese Preisgelder einzusacken. Und jetzt kommt halt eben der große Clou an der Sache. Es ist halt eben, das hatte ich auch schon gespoilert gehabt, dieses Turnier kann Free-to-Play sein. Ihr könnt bis zu 100 € Cash verdienen, 50 € oder 25 € und braucht dafür keinen Cent ausgeben. Jetzt kommt aber halt eben der Clou an der Sache. Ihr könnt Pilze aufladen. Ja, und das macht das Ganze ziemlich spannend. Entweder seid ihr wirklich eine komplette Gilde, die miteinander diese 4 Tage, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, zusammen spielt, oder ihr entscheidet selbst, ladet ihr jetzt Pilze auf und mindert dadurch natürlich euer Preisgeld, weil ihr natürlich mehr Geld in dieses Projekt gesteckt habt, aber dadurch eure Chancen erhöht, natürlich eben höher in der Gilde vom Level her zu sein. Und dann wird es halt eben sehr interessant. Ich werde ganz genau beobachten, wie sich die Dynamik in der Gilde entwickelt. Bekriegen sich die Leute untereinander? Wird es Allianzen geben? Die Leute können sich auch untereinander das Gold abfarmen. Es ist alles erlaubt. Oder werden sie vielleicht auch alle Free-to-Play spielen? Werden sie die Gildenausbauten zusammen machen oder sagen sie sich, nee, die Skillpunkte stecke ich lieber in meinen eigenen Account? Es wird auch so ein bisschen ein soziales Experiment, wie die Leute untereinander agieren, denn am Ende kann jeder halt eben diese Preisgelder komplett gewinnen, aber es ist halt eben auch erlaubt, Pilze aufzuladen. Und das macht wiederum dann wieder diese Bot-Thematik wett, weil man halt eben mit den Pilzen auch durchaus die Ehrenhalle abfarmen kann. Man kann durchaus damit sein Sammelalbum füllen, man kann durchaus damit eben seine Alu spielen und man kann durchaus sich da Vorteile verschaffen. Ja? Es gibt bestimmte Pakete, wie zum Beispiel das Starterpaket, ja, was du für 5 € holen kannst. Das Festungspaket, was dir auch einen enormen Boost gibt. Alleine die 2 Pakete sind schon wirklich sehr essentiell, würde ich mal so sagen. Und ja, bringen dich auf jeden Fall deutlich weiter in dieser Challenge, aber es kostet dich halt auch eben was von deinem Preisgeld. So, eventuell gibt es Free-to-Play-Spieler in der Gilde, die darauf gar keinen Bock haben, ja, Geld reinzustecken, und vielleicht gibt es Leute, die sagen, okay, ich werde komplett durchballern und sagen, ey, ich stecke hier vielleicht 100 € rein, ja, oder vielleicht sogar noch mehr und gehe hier am Ende mit Minus raus. Das bleibt ganz euch überlassen und ja, da bin ich sehr gespannt, wie sich die Gilde untereinander absprechen wird, ob sie sich absprechen wird oder ob es auch irgendwelche Zinker-Moves gibt, und das ist halt eben unter dem Begriff Shakes and Fidget Purge, ja, sozusagen unter dem Deckmantel läuft das Ganze. Ein Spiel ohne Regeln, alles ist erlaubt. Und wenn ich sage, alles ist erlaubt, dann ist wirklich alles erlaubt. Ihr könnt innerhalb der Gilde Allianzen miteinander schließen, irgendwelche Teams bilden, vielleicht entsteht da eine gewisse Gruppendynamik, ihr könnt untereinander euch abfarmen. Ja, das kann man alles machen. Ihr müsst nicht ausbauten, ihr könnt ganz allein entscheiden, wie ihr spielen werdet über diese 4 Tage verteilt lang. Ich bin gespannt, was dort für Strategien entstehen werden. Und wenn du dabei sein willst, dann sei auf jeden Fall am Freitag um 18 Uhr am Start, wenn der Stream losgeht und ich den Server announcen werde. Dann wird ein Random-Server ausgelost. Dort wird ein frischer Level 1 Account auf dieser Welt erstellt. Wer höher als Stufe 1 ist, der wird auch direkt aus der Gilde gekickt. Wenn ich sehe, da wurde schon ansatzweise irgendwo ein bisschen Erfahrung oder da wurde irgendwie ein bisschen gespielt, dann wird dieser Account sofort aus der Gilde rausgeschmissen und für den nächsten Platz gemacht.
Ja, falls ich das sofort sehe, dass jemand da schon einen Account hat, der schon bespielt worden ist. Es muss ein frischer Account sein. Wenn jemand, und das ist die einzige Regel, aus der Gilde rausgeht, dann hat er natürlich verloren. Dann bekommt er gar nichts mehr. Das heißt, das Einzige, was nicht erlaubt ist, ist die Gilde verlassen, um halt vielleicht in einer anderen Gilde zu spielen, mit besseren Ausbauten oder so und dann wieder der Gilde zu joinen. Das geht natürlich nicht. Sobald jemand einmal raus ist, ist er raus. Ja, und deswegen, das ist die einzige Regel. Ansonsten ist soweit alles erlaubt und ich bin sehr gespannt, wie die Spieler untereinander agieren werden. Denn wie gesagt, jeder hat Chance auf diese Preisgelder und es kann ein Free-to-Play-Turnier werden, muss es aber nicht. Ja? Vielleicht ist es dem einen oder anderen wert, auch 50 € oder mehr zu investieren, in dem Wissen, okay, ich komme damit weiter als mein Kontrahent und habe am Ende immer noch ein bisschen Plus in der Tasche. Oder sie sprechen sich alle ab und es wird komplett Free-to-Play und die ersten drei, ja, die profitieren halt eben davon. Ne? Am meisten, weil sie halt eben auch am meisten Profit rausholen. Das ist ganz euch überlassen und da bin ich halt, wie gesagt, sehr gespannt drauf, wie das Ganze wird. Ich werde das mit Hochspannung beobachten und ja, kontrollieren, wie das Ganze so stattfinden wird. Und wie gesagt, dadurch, dass halt jeder aufladen kann natürlich auch jeder so schnell wie möglich das Sammelalbum pushen und dadurch ist halt eben auch diese Thematik mit diesen Botten und so halt eben auch ja, so ein bisschen nichtig gemacht worden, weil halt jeder die Chance hat, sein Sammelalbum so schnell wie möglich zu füllen mit halt eben Pilzen. Ne? Und wie gesagt, es sind normale Serverstart-Voraussetzungen. Und bei einem normalen Serverstart wird halt eben auch gebottet. Da kann man nichts gegen machen. Und weil man da halt eben nichts machen kann, sage ich ganz ehrlich, es ist ein Spiel ohne Regeln. Ich würde natürlich immer noch sehr gerne daran appellieren, dass niemand bottet. Ich kann es aber am Ende des Tages leider nicht kontrollieren. Und ja, möge der Bessere gewinnen, möge der halt eben ja, am meisten eventuell auch investiert, die Preisgelder bekommen. Diesmal wird das Turnier nicht irgendwie abgebrochen wie beim letzten Mal, sondern es wird durchlaufen und ja, es sind in der freien Welt auf den neuen Serverstarts auch die Möglichkeiten jedem gegeben, halt eben diese illegalen Hilfsmittel zu benutzen und dann sind sie jetzt im Turnier halt eben auch möglich zu benutzen. Ich würde es natürlich abraten, weil es halt eben auch gegen die AGBs entspricht. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich hoffe, euch gefällt es. Für mich ist es halt, wie gesagt, ein Experiment so ein bisschen, ein soziales, wie die Leute untereinander in der Gilde agieren. Die 49 Schnellsten am Freitag kommen halt eben rein und haben die Chance auf diese 3 Preisgelder. Und ja, deswegen hoffe ich, seid ihr da auch auf jeden Fall am Start und relativ schnell, wenn ich am Freitag den Server ankündige, die Gilde ankündige und ihr dann halt eben euch einen neuen Account erstellt, der Welt joint und ja, wir zusammen über diese 4 Tage dann eben das Ganze beobachten. Am Montag wird es natürlich rechtzeitig auch wieder einen Livestream geben. Dort werden wir dann halt schon ein bisschen früher anfangen und das Ende dann halt auch eben mit live beobachten, wer halt eben auch zu dem Zeitpunkt am Montag um 18 Uhr das höchste Level hat, beziehungsweise die 3 höchsten in der Gilde sind, damit wir das dann halt eben auch sehen und das Ganze auch dann live festgehalten wird. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die 4 Tage und ich hoffe, ihr freut euch auch. Wenn euch das Projekt gefällt, dann würde es mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr dem Ganzen hier auch ein bisschen Liebe da lasst, einen Daumen hoch vielleicht. Schreibt gerne eure Kommentare dazu in die Meinung, ich lese mir das sehr, sehr gerne durch. Und natürlich auch die Preisgelder sind alle durch den Creator Code gesponsert. Das heißt, das ist eine andere Art und Weise, den Support, den ihr mir entgegenbringt, euch auch wieder zurückzugeben durch halt eben diese aufgesplitteten Preisgelder. Und ja, das war es soweit. Deswegen würde ich mich auch in Zukunft freuen, dass wir so eine weiteren Projekte auf die Beine stellen können, wenn ihr auch weiterhin meinen Creator Code beim Einkauf eurer Pilze über den Webshop auch eingebt. Das Ganze kostet euch nichts und supportet mich auf jeden Fall sehr und macht solche Sachen auf jeden Fall auch möglich. Dankeschön für allen Support, Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns natürlich morgen zu einem weiteren Video wieder und am Freitag dann halt eben zum Livestream. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Haut rein und bis zum nächsten Mal.